Willkommen auf Atoms, Freunde. Durch Ezan hört ihr, dass wir in der Türkei sind, Türkei, Alanya, Kargıcak. Über Kargıcak habe ich ja immer wieder in den letzten 6 Jahren sehr, sehr positiv geredet. Diese Positivität ist nach wie vor aktiv, vor allem Jenny, auch jetzt, dass die Auswanderer hier, wenn die was erwerben, hier dauerhaft leben dürfen. Wir haben hier eine Haushälfte in einer der Anlagen, was vom Meer nicht weit weg ist. Wenn ich Meer sage, wir haben sogar für die Anlage einen Teil Strand gepachtet, kann ich so sagen, dass die Liegen und die Schirme kostenlos zu benutzen ist und es darf nur von der Anlage benutzt werden. Ich habe gerade erfahren, dass hier Nebenkosten nur 1500 Lira beträgt. Jenny, zeig mal bitte die Anlage drumherum, um eben diese Vegetation oder diese grüne Bepflanzung so weit zu bekommen, muss die Anlage mindestens 15 Jahre alt sein. Aber es geht um die Immobilie. Die Immobilie ist komplett saniert worden. Ihr seht ja, man parkt da oder neben das Haus und geht einfach rein. Wir haben hier 3+1, knapp 200 Quadratmeter über 3 Stockwerke und es sind Räume da, die wir alles mit euch durchgehen können. Hier haben wir die erste Terrasse, was auch sehr groß ist, wenn ich so weit hintergehe. Einfach super. Jenny, geh mal rein bitte. Wir haben hier Aluminiumfenster. Drinnen haben wir komplettes Haus, italienische Putztechnik und man hat hier viel Glas eingearbeitet. Hier wäre erste Schlafzimmer gleich. Ihr seht ja alles noch verpackt und riecht total neu und das Zimmer hat ungefähr 20 Quadratmeter. Die Dusche ist gleich gegenüber. Bei dem Herrn haben wir immer das Gefühl, dass er Glas liebt, so dass er die Dusche und so weiter nicht mit einer Mauer oder Holz abtrennt, sondern immer mit Glas. Komm mal rein, Jenny. Hier wäre eben Waschtisch. Ich finde es total schön irgendwie. Hier WC, da kann sich jeder dann selber ein Urteil bilden. Am Boden haben wir 60 mal 1,20 Fliesen und hier sind die Kleiderschränke. Hinterm Kleiderschrank, Freunde, hat man nochmal ein Lagerraum geschaffen, so dass man Koffer und so weiter nach dem Reisen, wenn man ankommt, einfach hinterschieben kann. Aber Platz zum Aufstauen braucht man immer. Jetzt gehen wir einen Stock tiefer und zeigen euch die Räume unten. Ich habe ja gesagt, Freunde, Putztechnik, italienisch. Die Farbe kann man immer ändern, aber es ist immer mit Muster drin. Ihr seht, Treppen bekommen noch ihre Geländer. Jenny ist schon bereits im zweiten Schlafzimmer. Schlafzimmer von 12 Quadratmeter, genügend Licht und die Deckenhöhe ist hier zu beachten. Jenny, sehr schön gemacht mit indirektem Licht. Und hier hat man wieder WC und die Dusche so mit Glas abgetrennt, aber total sauber und schön. Ich meine, wenn man sich riechen kann, hat man kein Problem. Mit 2 Stufen gelangt man zum dritten Schlafzimmer und das würde ich, Jenny, als Hauptschlafzimmer bezeichnen, oder? Finde ich auch am schönsten. Wie riesig das ist ja Bettkopfteil. Ich denke, ihr wisst schon Bescheid. Dann 2 Nischen, grau gehalten, Erdfarben hat man hier benutzt und hier könnte man eben nochmal, wenn man eben hier sitzen möchte, lesen möchte, kann man sich hier einfach platzieren. Was hier auch zu betonen ist, Jenny, mit einer Fernbedienung fahren die Fenster alle in die Höhe. In die Höhe. Man kann komplett aufmachen und zum Putzen muss man nur Hebel hochheben, dann klappt einer der mittleren Fensterrahmen runter, so dass man auch putzen kann, wenn man will. Es ist eine teure Konstruktion, was man einfach mit Fernbedienung bedienen kann. Dieses Zimmer würde ich sagen 20, 24 Quadratmeter. Dann
Freunde, Kleiderschrank ist mit Glas vom Boden bis zur Decke schön beleuchtet mit LEDs. Es ist auch riesig. Nicht nur das Schlafzimmer ist groß, sondern auch die Aufbewahrungsräume sind groß genug. Und hier haben wir eben das Badezimmer. Nochmal, das ist bereits dritte Schlafzimmer und dritte Badezimmer. Jetzt gehen wir zum Wohnen und Kochen und Eingangsbereich. So Freunde, hier ist Eingangsbereich. Hier hat man eine Garderobe, eine schöne Eingangstür hat man hier. Und das Badezimmer Nummer 1 befindet sich hier im unteren Bereich, aber auch nicht eng. Das ist, was mich fasziniert. Kein Raum ist klein. Und was als Highlight gilt, ist ja die Sauna. Und auch das ist nicht klein. Man könnte zu zweit, zu dritt sich hinsetzen und eine abschwitzen. Ich stehe eigentlich auf diese Stufen innerhalb des Immobiliens und hier sind genügend dabei. Hier hat man Wohnbereich und die Küche platziert, wo eben Elektrogeräte und so weiter alles von euch eingerichtet werden kann. Herd haben die hier schon rein, das heißt Kühlschrank und alle anderen, was man braucht, muss man selber kaufen. Was hier wieder zu erwähnen ist, wir haben knapp 3 Meter hohe Decken. Balkon, also auch sehr, sehr viel Licht ist hier drin, was der Eigentümer vorhin mir gesagt hat und ich auch eigentlich draufstehe, ist einfach ein Kamin. Das ist Gold wert, wenn man auch nur im Winter 3-4 Mal im Jahr anmacht. Wir gehen mal Terrasse raus, Jenny. Also es beginnt von hier und man kann auf die Seite. Die Seite ist entscheidend, Freunde. Im Sommer sucht man den Schatten und hier hat man den Schatten. Ihr hört ja, es ist sehr, sehr ruhig. Man hört die Vögel und so weiter. Aber wir könnten zum Beispiel dort reingehen, rausgehen und hier wieder rein. Die Tür ist zu, deswegen gehen wir von hier wieder rein. Und hier, Freunde, auch gut gedacht, mitgedacht, hat man einen Raum für die Waschmaschine geschaffen, so dass man nicht in der Küche platzieren muss. Jetzt zeigen wir euch den Gartenanteil und dann war es das auch. Die Anlage besitzt auch einen Pool, Freunde, Gemeinschaftspool. Das ist in Nebenkosten mit drin, also Gärtner und Poolbetreuung. Das heißt, ihr seid fast zu Fuß im Meer und habt auch einen Süßwasserpool, was Sinn macht. Hier hat man nochmal im Garten nochmal Grillstation gemacht. So Freunde, die Immobilie, die wir euch präsentiert haben, ist nur 600 Meter vom Meer entfernt, sodass ihr fußläufig dahin gehen könnt. Einkaufsmöglichkeiten und Infrastruktur ist in der Nähe. Man kann, wenn nicht 45 Grad ist, auch dies zu Fuß erledigen. Ansonsten ist Mobilität hier Qualität. Die Immobilie ist zu verkaufen, ist gerade noch nicht mal komplett fertiggestellt, wird aber fertiggestellt, ist zu verkaufen. Wir haben die Ehre, die Immobilie präsentiert zu haben. Kostenpunkt ist hier 320.000 € Verhandlungsbasis. Was ist mein Rat? Ich würde sagen, bevor ich eine Wohnung kaufe, wo eben 50 Nachbarn da sind, kaufe ich ein Häuschen, wo weniger Nachbarn sind und ich meine Ruhe habe. Das ist meine persönliche Meinung. In diesem Sinne, @homes, bis bald.